wie man das Haus ein bisschen intelligenter machen kann, mit Türsensoren, mit Waagsensoren, mit Lampen und so weiter und so fort. Also mal ein bisschen was Off-Topic darf man auch im Sommer mal diskutieren. Kommt da auch, meldet euch an, seid dabei. Und dann im September haben wir noch ein letztes Thema mal publiziert, bevor es dann wieder in die nächste Staffel geht. Und das wäre dann wiederum mit Timothy. Und da geht es um Visual Studio Code, welches uns Administratoren nicht unbedingt immer so geläufig ist. Diejenigen, die schon scripten, die kennen die ISE. Und ja, die ISE ist jetzt halt tot. Microsoft hat sie getötet. Und wir müssen uns umgewöhnen auf etwas Neues. Und das wäre halt eben das Visual Studio Code. Um da den Einstieg ein bisschen besser zu finden, wird euch da Timi im September mehr Informationen zu dieser Migration geben, zu diesem Wechsel geben auf Visual Studio Code. Aber wie gesagt, heute das Thema Evolution von PowerShell und ich übergebe das Wort an Timi. Ja, vielen Dank, André. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Zunächst möchte ich euch einfach allen mal danken, dass ihr in diesem Wetter doch noch zu uns gekommen seid. Das ist nicht selbstverständlich. Wirklich cool. Kein Ton. Du hast Ton. Okay, wunderbar. Super. Jetzt. Alles gut. Unser Thema heute, wie André schon erwähnt hat, die Evolution von PowerShell. André wird mich hier noch unterstützen. Er wird, wenn ich da mal irgendwie ausfranzle in Entwicklergelaber, dann wird er mich zurückholen und die wirklich wichtigen Fragen für Sysadmin stellen. Jetzt wollte ich in den Pool, Timi. Nee, eben, das dachte ich mir, deshalb du gehst gar nirgends hin. Okay, dann Chef. Heute, jetzt schon, ja. Nein. So, was wollen wir heute aber erreichen? Wir wollen schnell nochmal so ein Recap machen. Was ist PowerShell? Wie hat es sich entwickelt? Dann gehen wir weiter zu PowerShell Core, was es für uns bedeutet, was es für Neuerungen gibt. Und was mir auch wichtig ist in dieser Session, wir können hier definitiv nicht alles abbilden. PowerShell ist jetzt so 14, bald 15 Jahre alt. Und mir ist einfach wichtig, dass ihr vieles mal gehört habt, damit ihr quasi wisst, was PowerShell auch könnte und dass ihr dann im Zweifel, wenn ihr es mal braucht, auch das googeln könntet oder dann selbst nachschauen könnt. So, unsere Reise heute. Zuerst beginnen wir im Alten Testament. Das ist das klassische PowerShell, das Windows PowerShell, das die meisten jetzt noch kennen. Wir starten im 2006 und gehen dann 10 Jahre durch bis zur letzten Version von PowerShell. Jede Version hat ein bisschen ein Slogan und nach dieser Session sollte dir aber jeder dieser Slogans gleich sagen, ich weiß warum. So, und wir sind bei PowerShell im 1.0 im Jahr 2006. Bevor wir aber verstehen können, wie es überhaupt zu dieser Situation jetzt mit PowerShell 1 gekommen ist, müssen wir vielleicht ein bisschen zurück vor das Jahr 2006. Nun, ich war damals noch nicht Entwickler, deshalb ist jetzt hier so ein bisschen auch vom Hörensagen, aber im Prinzip gab es damals einfach keine gute Scripting-Alternative. Vor allem für Windows. Jetzt, die Leute, die mit Linux arbeiten, die kennen zum Beispiel Bash oder die Z-Shell, was es nicht alles gab. Und auf Windows gab es einfach nichts Vergleichbares, wo ein Sysadmin wirklich seine Tasks automatisieren konnte. Klar, wir hatten das CMD. Ich glaube, ich muss niemandem hier erklären, wie limitiert CMD ist. Es beschränkt sich einfach darauf, dass ich Programme aufrufen kann, wie Ping, Netstat, dann noch ein paar syntaktische Dinge, aber sonst bringt es eigentlich nicht viel. Dann hatten wir VBScript. VBScript ist einfach eine altmodische Programmiersprache, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sie hatte Probleme bei der Typsicherheit. Es war auch, man musste auch gegen ein COM-Interface programmieren, das sehen wir nachher noch gleich. Und es war nichts, um die Automatisierung wirklich zu fördern. Es war eine Skriptsprache, ja, aber nicht mit Fokus, um irgendwie einem Admin das Automatisieren leichter zu machen. Wir hatten C++, wo einfach alles kompliziert, fehlerunfällig und eigentlich schwierig ist. Deshalb für jemanden, der nicht Entwickler ist, eigentlich auch keine Alternative. Für wirklich
Dinge, die in produktiven Umgebungen eingesetzt werden sollen. Microsoft hat das eigentlich schon früher erkannt, vor PowerShell. Der Leidensdruck war da, auch für normale Entwickler. Deshalb hat Microsoft gesagt, okay, wisst ihr was, wir entwickeln jetzt das .NET Framework. .NET Framework hat so das Licht der Welt Anfangs 2000 erblickt und war eigentlich eine Idee, die von Java entlehnt war. Java hat es zuerst gemacht, Microsoft hat dann nachgezogen mit ihrer Version. Und die Philosophie war, wieso haben wir eigentlich, hier links haben wir zum Beispiel das CMD, den Native Tools, wir haben das C, C++ und VB-Skript, die direkt auf die native Windows API programmieren. Das heißt, wenn ich in C, C++ ein File lesen will, dann muss ich das über zum Beispiel die Windows API machen. Das ist kompliziert, das ist vor allem, kann ich jetzt nicht einfach so mit C, C++ mit einem VB-Skript kommunizieren. Und es ist kompliziert und vor allem fehleranfällig. Die native Windows API ist evolutionär gewachsen seit Windows NT. Da könnt ihr euch vorstellen, dass da ziemlich viel drin ist, was Microsoft am liebsten auch nicht drin hat. Und das Prinzip von .NET ist ein bisschen anders. .NET läuft auf einer sogenannten, wir können es uns vorstellen, wie eine Virtual Machine. Eine Virtual Machine on top der Windows Native API. Und für mich heißt das jetzt plötzlich als Entwickler, dass ich nicht mehr gegen ein Betriebssystem programmiere, sondern gegen eine .NET-Version. Und .NET-Version bietet mir quasi alles, was ich brauche. Ein großer Vorteil auch noch ist, dass alle Sprachen, die .NET unterstützt, einfach nur eine gemeinsame Sprache sprechen müssen und die nennt sich jetzt hier CEL. Nicht ganz korrekt, damals hieß sie noch MSCL, dann wollte Microsoft dieses MS raushaben, dann hieß es IL, heute heißt es CEL. Aber das ist eine gemeinsame Sprache, auf die alle diese Programmiersprachen kompiliert werden. Das heißt auch, dass es problemlos möglich ist, Dinge, die in C# geschrieben wurden, in VB.NET zu verwenden, genau gleich wie in Visual C++ und so weiter. Ihr könnt euch das so vorstellen, stellt euch vor, ihr habt eine andere Muttersprache als Deutsch, das wären dann die hier. Und damit wir gemeinsam kommunizieren können, müsst ihr einfach fähig sein, eure Muttersprache in Deutsch zu verwandeln und Deutsch in eure Muttersprache zu verwandeln. Und dann könnt ihr am deutschen Leben quasi teilhaben. So, das ist jetzt einfach mal so, das war super für uns, weil Microsoft, das war die neue Art zu programmieren. Und wir waren ziemlich glücklich damit. Es war auch ziemlich schnell funktionsgleich mit Java, die das ähnlich machen. Ich möchte hier noch die Base Class Libraries erwähnen, dieses BCL. Das ist da, woher alle eure Datentypen kommen. Wer schon PowerShell gemacht hat, der hat schon mit Strings gearbeitet, mit Ints, mit GUIDs, mit was auch immer. Und die kommen alle aus der BCL. Gut. Es ist das Jahr 2006. Ein Herr, Jeffrey Snower, hat das auch so gesehen. Er hat vielleicht so Bash nachgeschaut und so, das ist schon schön, was die Linux, Unix-Jungs da können in der Automatisierung. Und wir haben nur das CMD. Also könnten wir quasi, ich aktiviere hier noch meinen Pointer, Jeffrey Snower, Inventor von PowerShell. Und im Prinzip war es einfach sein Ziel, eine Scripting-Sprache für Windows zu entwickeln. Gut. Dann, es ist das Jahr 2006. Und wenn etwas 2006 auf die Welt kommt oder das Licht der Welt erblickt, dann lohnt es sich ja natürlich auch mal zu sehen, was so die Astrologie dazu sagt oder die Esoterik. Nun, im Chinesischen ist Jahr 2006 das Jahr des Feuerhundes. Also idealer Zeitpunkt, um eine neue Sprache zu entwickeln. Wir können daraus auch schon ein paar Eigenschaften ablesen. Zum Beispiel Feuerhunde, die in 2006 geboren sind, haben sehr tiefe Ziele im Leben. Deshalb ist es sehr einfach, ihre Träume Realität werden zu lassen. Ich finde das, ja, das passt doch. Und wenn man in einer Beziehung ist mit einem Feuerhund,
dann muss man geduldig mit ihm sein und auch mal, wenn er nicht so sagen will, was das Problem ist, einfach geduldig sein und Verständnis haben. Dann hat man es viel leichter mit PowerShell. Das wussten die Chinesen damals schon. Bringst du das meiner Tochter bei später mal, wenn sie ein bisschen älter ist? Sie ist ein Feuerhund. Okay, ja, genau. Dann wirst du mir bestimmt recht geben. Ne? Außer das mit den Zielen, das will ich nicht gesagt haben. So, es ist 2006, PowerShell erblickt die Welt. Was ist PowerShell jetzt überhaupt? Es ist eine objektorientierte Scripting-Sprache. Objektorientiert habe ich vorher nicht erwähnt, aber wenn wir nochmal hier zurückgehen, alles in .NET, alles ist ein Objekt. Es ist entweder ein String, es ist entweder ein Int, es ist entweder oder ein File-Info, ein AD-User, aber es ist ein Objekt. Es gibt nichts anderes in .NET als Objekte, streng gesagt. Wenn wir uns das Universum von PowerShell 1 damals so ein bisschen anschauen, dann haben wir die PowerShell CLI gekriegt. Damit konnten wir quasi PowerShell auf der Command-Line ausführen oder PowerShell Scripts triggern. Wir haben ein ganzes Set an Commandlets gekriegt. Commandlets sind Befehle, die ich in PowerShell aufrufen kann. Hier sehen wir schon den Fokus auf Windows-Administration. Die Commandlets sind nämlich meistens so ein bisschen die Philosophie, was könnte der User oder der Power-User, der Skripter brauchen für vorgefertigte Befehle und wir bieten ihm die. Zum Beispiel Lease File oder schreib was ins File, hol mir einen AD-User, lösche einen AD-User. Alle diese Dinge muss ich nicht selbst implementieren, wie es zum Beispiel im VB-Skript gewesen wäre, sondern kriege die gratis mit den Commandlets. Die Commandlets übrigens sind in C# entwickelt, die keine der nativen Commandlets sind in PowerShell entwickelt. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn wir wissen ja quasi, alles, was auf .NET basiert, kann miteinander kommunizieren. Kein Problem. Die Skriptsprache selbst hatte Variablenhandling, ich kann Variablen schreiben, ich kann sie auslesen. Wir haben Funktionen, das heißt, ich kann gewisse Teile meines Codes in Funktionen zusammenfassen und dann diese Funktion wieder aufrufen. Das hilft mir dabei, duplizierenden Code zu verringern und es ein bisschen schöner lesbar zu machen. Und natürlich hatten wir Kontrollstrukturen, if, for each, for, while, do-while Schlaufen. Operatoren hätten hier noch rein dürfen. Das sind Dinge wie so Plus, Minus, geteilt durch und so weiter. Nun, es ist ja völlig klar, wenn man zu dieser Zeit oder auch jetzt noch, würde ich behaupten, eine neue Sprache entwickeln will, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar die für .NET zu entwickeln. Und deshalb sehen wir hier auch, dass quasi in die Familie der .NET-Sprachen hier sich einfach PowerShell eingeklinkt hat. Und am Ende des Tages wird jeder PowerShell-Code, den ich ausführe, durch irgendwelche Pipelines und was auch immer, so Blackbox, am Schluss des Tages gibt es CL. Und die wird auf dieser Common Language Runtime ausgeführt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir schauen uns das mal in echt an. Dazu share ich meinen Screen. André, du schreist bitte, wenn es nicht gut lesbar ist. Werde ich machen. Wunderbar. Wir sind hier im Visual Studio Code und André hat mich vorhin gerade wieder hochgenommen, weil es etwas kann, das die ISE so nicht konnte. Bitte denkt daran, wir sind noch bei PowerShell 1.0, das heißt, wir haben noch gar keine ISE. Theoretisch müsste ich jetzt in Notepad++ oder im Notepad das machen. Ich mache es jetzt aber hier drin. Dann die erste Lanze, die ich euch brechen möchte, ist Ctrl-Shift-P, Enable ISE Mode. Enable ISE Mode bringt mir die ISE zurück. Oh. Das heißt, wer jetzt quasi demnächst wechseln muss, der muss nicht erschrecken. Wir haben diesen ISE Mode. Für mich ist er ehrlich gesagt nichts, weil er mir einfach Dinge versteckt, die ich eigentlich noch ganz gern habe. Deshalb erlaubt mir und ich disable diesen ISE Mode wieder. Was habe ich hier? Ich habe ein ganz simples Skript, das mich einfach nur fragt, was möchtest du sehen? Prozesse, Services oder möchtest du einen neuen Ordner erstellen? Das macht keinen Sinn. Ich möchte nur kurz zeigen, die verschiedenen Features von PowerShell. Wir haben hier eine Schlaufe
do, while der Benutzer nicht sagt, er möchte abbrechen. Also er fragt diesen Loop die ganze Zeit ab. Wir haben hier unsere Commandlets, zum Beispiel readhost. Diese readhost. Commandlets wie auch new item, das ist, um ein neues Item zu erstellen. Und Commandlets haben Parameter und können ein Resultat zurückgeben oder auch nicht. Wenn ich das jetzt mal hier ausführe, dann fragt er mich hier auf der Konsole, möchtest du Prozesse sehen, Services oder einen neuen Ordner erstellen? Sagen wir, ja, zeigen wir mal die Prozesse. Welchen? Alle, die mit expl beginnen. Und das ist jetzt nur der Explorer, den sehe ich so. Was wir auch noch gekriegt haben, ist hier diese Pipeline. Mit Pipeline kann ich im Prinzip das Ergebnis des Commandlets links in den Input des Commandlets rechts überführen. Gibt es zum Beispiel auch unter Linux. Und wir haben die Möglichkeit, eigene Functions zu machen. Wenn wir hier das mal kurz anschauen, ich habe es hier noch eine Lösung ohne Functions, dann haben wir hier quasi in den if-Bedingungen, so wenn er P gedrückt hat oder wenn er S gedrückt hat, haben wir hier Code. Und dieser Code kann sehr lange werden. Das war jetzt ein sehr simples Beispiel, aber stellt euch vor, der wird so lange, für wirklich ein Bulk an Code, der das ganze Skript auch schwer lesbar macht. Dann haben wir die Möglichkeit, dies hier in Funktionen zu bündeln. Und das war es eigentlich auch schon. Die Funktionen können Parameter annehmen, aber noch nicht viel mehr. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wir eigentlich in PowerShell 1.0 eine Fehlerbehandlung hatten. Wir sind hier starten schon. Ich sage zum Beispiel, ich möchte wieder die Prozesse sehen. Und ich gebe hier einen Kauderwelsch ein. Dann kriege ich so einen Fehler. Und in PowerShell 1.0 hatte ich noch keine Möglichkeit, solche Fehler wirklich gut abzufangen. Okay. Das nur mal kurz, damit wir mal schnell PowerShell gesehen haben, also eine Scripting-Sprache, die mir eigentlich das Orchestrieren von Commandlets erlaubt und noch das Verarbeiten meiner eigenen Daten. Dann, das war für Admins nicht so interessant, war so mein Gespür damals, weil viele Dinge aber auch noch nicht da waren. Zum Beispiel ist ja schön und gut, dass ich einen Prozess anschauen kann, ich kann den Prozess auch stoppen. Das braucht ein Admin aber vielleicht auch. Aber das Problem, was ich damals und wir heute für damals sehe, ist, wenn ihr natürlich nicht einen AD-User bearbeiten könnt und sonst nichts machen könnt, dann macht ihr die PowerShell ja auch nicht auf, um jetzt noch die letzten 5 Prozesse neu zu starten oder zu beenden. Deshalb, wenn man nur ein bisschen was machen kann, nützt es nicht viel. Deshalb war PowerShell 2.0 ein absoluter Quantensprung. PowerShell 2.0, die Entwicklung hat bereits begonnen, bevor das 1 released war. Also man wusste damals schon, hey, wir müssen mehr Features bringen. Und das war eigentlich, ich habe hier noch einen Check, der sollte raus, alte Version der Folie, nicht so schlimm. Im Prinzip war der Gedanke, dass wir jetzt unzählige neue Features haben, neue Commandlets und Verbesserungen. Und wir haben zum Beispiel auch Dinge wie Remoting gekriegt. Linux hatte schon immer zum Beispiel SSH, damit ich Befehle auf anderen Maschinen ausführen konnte. Und das gab es in PowerShell bis dato noch überhaupt nicht. Und was auch mit PowerShell 2.0 ausgeliefert wurde, war Pester. Das würde ich jedem empfehlen, einfach mal zu googeln. Das ist ein Framework, mit dem ich meine PowerShell-Skripts testen kann, bevor ich sie quasi auf produktive Systeme loslasse. Und PowerShell 2 war wirklich der Augenblick, der langsam richtig Spaß macht. Spätestens 3.0, aber 2.0 hatte eigentlich schon alles dabei, was man braucht, damit es wirklich Spaß macht. Wenn wir uns das Universum nochmal anschauen, und das ist jetzt wirklich nicht vollständig, haben wir Dinge gekriegt wie Advanced Functions. Wir haben Try-Catch-Blöcke zur Fehlerbehandlung. Wir haben Block-Kommentare gekriegt. Vorher konnte ich nur einseitige Kommentare machen. Wir haben etwas gekriegt, das heißt Splatting. Splatting werde ich noch auch kurz demonstrieren. Aber auch die Runtime hat extreme Fortschritte gemacht. Wir haben Remoting gekriegt. Also wir können jetzt endlich unsere Befehle auf beliebig vielen
Hosts ausführen. Wir haben Module gekriegt. Eine absolute Erfolgsgeschichte von PowerShell. Module sind quasi PowerShell CMDLETs, geschrieben in PowerShell, die ich bei mir importieren kann. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe ein SAP-System, das ich gerne mit PowerShell managen würde. Da muss SAP einfach nur ein Modul bereitstellen mit diesen PowerShell-Commandlets. Und das ist dann auch passiert. Exchange, IIS, MS SQL Server, Active Directory, alles in Modulen aufgeteilt. Wir haben die Data Language gekriegt. Data Language ermöglicht es mir, wenn ich zum Beispiel Fehlermeldungen anzeige, möchte ich die vielleicht auf einem französischen System auf Französisch darstellen, auf einem englischen Englisch und auf einem deutschen Deutsch. Das ist eine Möglichkeit, wäre die Data Language. Das mal googeln, wenn ihr sowas braucht. Wir haben das ganze Eventing gekriegt, nicht nur Eventlogs abrufen oder Dinge in Eventlogs reinschreiben, sondern wir konnten auch zum Beispiel gewisse WMI-Events abonnieren und Callbacks hinterlegen, was passieren soll, wenn das getriggert wird. Wir haben Script-Debugging gekriegt. Das ist ein Riesen-Feature, das ich auch gleich demonstrieren werde. Und wir haben Transactions gekriegt. Transactions, so wie ich es kenne, und ich habe mich wirklich bemüht, da noch mehr zu finden, funktionieren soweit nur eigentlich für Registry-Einträge. Aber mit Transactions kann ich im Prinzip mehrere PowerShell-Befehle bündeln in eine Transaktion und dann quasi sagen, hey, entweder hat alles geklappt oder gar nichts. Stellen wir uns vor, wir schreiben 3 Registry Keys. Und es ist wichtig für uns, dass alle Registry Keys entweder alle 3 eine 1 sind oder alle 3 eine 0. Das ist jetzt in unserem Fall einfach extrem wichtig. Wenn ich ein PowerShell-Skript traditionell drüber laufen lasse, dann wird er den ersten Key auf 1 setzen und dann sind vielleicht auch nur für eine Millisekunde sind 2 dieser Registry Keys aber noch 0. Und ich verfalle sofort in einen ungültigen Systemzustand. Das muss nicht heißen, dass dann etwas passiert. Aber theoretisch habe ich dann quasi inkonsistente Daten. Transaktionen lösen dieses Problem. Sind ähnlich wie Datenbanktransaktionen. Auch ganz wichtig, die PowerShell ISE haben wir gekriegt. Yay. Wieder eine Demo-Time. Das ist absolut gerechtfertigt für PowerShell 2. Ich habe dasselbe Skript noch einmal genommen und habe es jetzt ein bisschen PowerShell 2 fizierter. Was sich geändert hat, ist zum einen, dass ich hier einen Try-Catch-Block habe. Wir hatten ja vorhin das Problem, zum Beispiel hier beim GetProcess, dass er mir so einen hässlichen Fehler ausgespuckt hat. Aber ich als Entwickler möchte eigentlich nicht, dass der Benutzer dies sieht, sondern ich möchte selbst darauf reagieren können. Und das konnte ich hier mit diesen Try-Catch-Blöcken. Die Semantik ist einfach die, versuch, was in diesem Block ist und falls du eine Exception auftritt, dann flieg in diesen Catch-Block. Nun funktioniert das immer. Leider nicht unbedingt. Ich habe hier die Error Action Stop noch hinzufügen müssen, weil PowerShell unterscheidet zwischen terminierenden Fehlern und nicht terminierenden Fehlern. Und quasi mit hier Stop, Catch-Blöcke funktionieren nur für terminierende Fehler. Was ich auch noch habe, ist dieses Commandlet-Binding bei meinen Funktionen neuerdings. Das bewirkt einfach, dass meine Funktionen mehr Möglichkeiten bekommen, wie es auch schon Commandlets haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieses Attribut hier. Wenn wir vergleichen, hier hatte ich für den Parameter lediglich hier ein String und der Benutzer konnte auch leere Strings eingeben. Ich habe ja auch nicht auf Null geprüft, das wäre gar kein Wert. Muss ich ja nicht mehr machen bei PowerShell 2, weil ich kann solche Dinge hier deklarativ angeben und zum Beispiel sagen, hey, du musst validieren, ob das nicht null oder empty ist und ansonsten führst du das Commandlet gar nicht erst aus. Parameter ungültig. Was wir auch noch gekriegt haben, ist dieses Modul, diese Modulgeschichte. Ich habe hier oben ein Import Module Active Directory. Und das ermöglicht mir dann, eine Funktion zu schreiben, die das Commandlet get add-user aufruft und quasi ich pipe das hier jetzt noch in ein Where Object
Und damit kann ich noch quasi filtern anhand der Benutzereingaben. Und ich habe hier auch Blog-Comments gekriegt. Ist ziemlich nützlich, zum Beispiel um sein Skript zu dokumentieren. Und hier nochmal etwas Cooles in PowerShell, das gab es aber durchaus auch in der Easy. Wenn ihr mal nicht wisst, wie man eine Advanced Function schreibt oder ein cmdelete oder eine if-Anweisung oder so eine Hilfe, dann gebt in PowerShell Code zum Beispiel einfach mal help ein und ihr kriegt hier unten hier so dargestellt solche Snippets. Und wenn ich dann Tab drücke, dann erhalte ich hier schon mal so eine Vorlage, wie so eine schöne Dokumentation aussehen könnte. Genau das gleiche für zum Beispiel Commandlets, also diese erweiterten Functions. Ich habe hier eine Kurzversion, cmdelete und example Commandlet. Wenn ich das mal mache, dann kriege ich hier ein riesen Beispiel mit allem, was möglich ist. Nicht, dass man das jedes Mal nehmen muss, aber wenn man sich so fragt, wie war der Syntax nochmal, und ich gerade googeln möchte, dann kann man so etwas verwenden. Ich finde das extrem nützlich. Gut, das war PowerShell 2. Ich demonstriere einfach noch kurz das Get Add User. Ich weiß, andere wird sich jetzt denken, da Visual Studio Code macht wieder nicht mit. Ein bisschen. So. So, ganz geduldig. So, ich mache nochmal ein Clear. Zack, zack. Ich möchte gern User, neue Parameter User. Wen möchtest du? Ich möchte gern quasi den Admin. Und er gibt mir hier den Administrator zurück. Juhe. Wunderbar. So, wir haben jetzt ein paar Features gesehen von PowerShell 2.0. Ein Feature, das ich auch noch unbedingt euch erwähnen möchte, was ihr unbedingt googeln müsst, sind Streams. Ich lasse jetzt einfach mal so im Raum stehen, aber es nützt wirklich kurz, sich mal eine halbe Stunde mit PowerShell Streams zu befassen, auch in PowerShell 2.0 wirklich eingeführt. So, wir sind schon beim Jahr 2012, PowerShell 3. PowerShell 3 brachte jetzt nicht die Wahnsinnsmenge. Ein paar Dinge, die aber doch wichtig waren, war zum Beispiel das Remoting. Remoting hat jetzt stabiler funktioniert. Gefühlt konnte man bei PowerShell 2.0 keine 5 Minuten remoten, ohne dass irgendwie ein kurzer Session-Unterbruch das Ganze wieder zu Fall brachte. Es wurde deutlich besser mit PowerShell 3. Wir haben neue Streams gekriegt. Wir haben die PowerShell Workflows gekriegt. Die stelle ich jetzt auch nicht vor, weil ich sie nur in bedingten Einsatzszenarien nützlich finde und sie in der neuen Version von PowerShell sowieso ganz gestorben sind, weil die basieren auf einem Framework mit dem schönen klangvollen Namen .NET Framework Windows Workflow Foundation. Und was aber bei PowerShell 3 schon definitiv klar war, dass wir mehr und mehr Möglichkeiten gekriegt haben durch den Fortschritt der Module. Hey, wir hatten Exchange-Module, IAS, Active Directory und ein Exchange-Admin war sofort befähigt, quasi richtig komplexe Tasks, die im GUI vielleicht gar nicht so einfach wären, konnte er jetzt plötzlich mit 1-2 Commandlets ausführen. Und das gibt einen mega Leverage für den normalen Sysadmin. Und ich finde auch, man sah, dass man auch am Zahn der Zeit war. Das war so auch die Zeit, in der wirklich so REST-Schnittstellen und JSON populär wurden. Und PowerShell hat dann zum Beispiel das Commandlet Convert from JSON nachgeliefert, wo wir JSON-Text in PowerShell-Objekte übersetzen können. Wir haben einen kurzen Überblick über die Module. Das ist jetzt nicht von damals, aber wir sehen hier zum Beispiel, es gibt Module, die haben Tausende von Commandlets. Das ist natürlich genial für das Ökosystem, weil eine Programmiersprache kann eigentlich nur so stark sein, wie auch ihr Ökosystem es erlaubt. Ein wichtiges Feature PowerShell 3.0 war dieses IntelliSense. IntelliSense ist diese Code-Vervollständigung, die ihr auch in der ISE kriegt oder die ich jetzt auch vorhin in Visual Studio Code kurz demonstriert habe. Das war vorhin sehr, sehr mühsam. Gut, wir sind schon bei PowerShell 4.0. Unter dem Motto Tell me what you want, not what to do. Jetzt, wenn wir unsere PowerShell-Skripte vorhin nochmal vor Augen führen, hatten wir Befehl und Befehl und Befehl und Befehl. Jetzt, ich weiß auch, wenn ein Benutzer zu euch kommt und sagt euch, bestell mir einen neuen Drucker,
dann fragt ihr zuerst einmal, wieso? Und dann sagt er, ja, mein alter Drucker ist kaputt. Und dann sagt ihr, nee, ich bestelle keinen neuen Drucker, wir haben hunderte Drucker hier hinten im Lager. Was ich damit sagen will, es wäre viel klüger gewesen, wenn der User von Anfang an euch das Problem geschildert hätte, anstatt dass er einfach mit einer Lösung kommt, mit einem Befehl und sagt, mach mal. Auf technischer Sicht können wir uns das so vorstellen. Ich möchte zum Beispiel eine Web-Applikation deployen auf einen IIS. Ich möchte das jetzt mit PowerShell machen. Das heißt, ich muss zuerst mal schauen, dass der Webserver installiert ist. Das würde ich irgendwie machen, if get Windows Feature IIS, wenn es nicht aktiviert ist, aktiviere es. Und dann müsste ich hingehen, okay, kopiere die Files, wenn sie aber nicht schon da sind, weil ich möchte nichts überschreiben, was schon da war und so weiter. Wir kriegen also Code, der aus irgendwie 90% If-Else-Anweisungen besteht und ab und zu mal noch ein Befehl. Da wäre es doch viel schöner, wenn ich mein Sachverhalt einfach deklarativ ausdrücken könnte, wie ich mein System haben will. Und das war so die Power von Desired State Configuration. Das ist hier. DSC ist das wirklich das Mantra von PowerShell 4.0. Wirklich unter dem Motto, beschreibe deinen Idealzustand, anstatt ihn selber erreichen zu wollen. Und auch das möchte ich ganz kurz zeigen. Ich denke, wir sind noch gut in der Zeit, weil ich es wichtig finde. Ich habe hier mein Beispiel mit der Website. Ich mache hier in PowerShell eine sogenannte Configuration. Wie sieht in dieser Configuration, sage ich im Prinzip, dass ich das Window-Feature Webserver präsent haben will und wie PowerShell oder wer auch immer das dann übernimmt, das macht, ob er quasi dann schaut, ob es schon installiert ist oder was auch immer, und das muss mich nicht interessieren. Ebenfalls sage ich ihm hier, hey, und den Content meiner Webseite, der muss auch präsent sein, der muss unbedingt bei C-Test liegen und wenn du den nicht hast, der kommt übrigens hier umgekehrt, der kommt als C-Test und bitte pack ihn, wenn nicht schon vorhanden, hier in das www-Root. Easy. If-Else-Anweisungen, für mich kein Thema hier drin. Hier noch ein kurzes Beispiel von unserem Setup für den Kurs MCSA. Das hat Marco mal gemacht. Wir sehen hier zum Beispiel, schauen wir, dass alle Unterlagen vorhanden sind auf den Rechnern, alle Ressourcen und gewisse Ordner, die die Leute brauchen. Gut, wunderbar. Was auch kam, waren Klassen und Enums. Die lasse ich jetzt aber auch mal weg. Die sind ein cooles Konzept. Klassen sind eigentlich das, was die Datentypen in .NET sind. Also die heißen dort auch Klassen. Jetzt zum Beispiel String ist eine Klasse, Int ist eine Klasse. Das sind alles Klassen und es sind alles Objekte. Noch etwas Kleines, da wurde endlich mal wenigstens die Default Execution Policy geändert bei PowerShell 4. Vorhin war es ja, glaube ich, immer restricted. Jedes Mal, wenn ich auf eine neue Maschine gehe und dann blockiert er mich, überhaupt PowerShell auszuführen. Extrem mühsam. Gut, wir sind schon bei PowerShell 5, das unter dem Motto Ups steht. Ups, weil der erste Release nicht so ganz geglückt ist. Das Problem war, dass es einen kritischen Bug beinhaltet. Jetzt, wir haben vorhin die Module gesehen. Und es gab natürlich auch Leute, die haben gesagt, ja, wir erstellen unsere eigenen Module, die wir quasi bei unseren Skripts dann teilen können. Und damit diese Module ohne Probleme importiert werden können, lege ich die an einem bestimmten Ort ab und konfiguriere quasi PowerShell so, dass PowerShell weiß, dass es dort auch Module suchen soll. Nun mit dem Update über Release 5.0 hat Microsoft diese Einstellung einfach zurückgesetzt und all die Skripts haben nicht mehr funktioniert, die auf Custom Modules basiert haben. Aber wir haben hier Klassen und Enums gekriegt, nicht in 4.0. Wir haben einen Ausbau von DSC erhalten, also DSC wurde weiterentwickelt und einen neuen Stream erhalten. Aber sonst auch nicht mehr allzu riesige Neuerungen. Was sich aber getan hat in der Zwischenzeit, ist, dass Microsoft das .NET Core entwickelt und veröffentlicht hat und gesagt hat, hey, .NET Core ist wie .NET, es ist aber plattformunabhängig. Plattformunabhängig heißt, es läuft auch auf Mac, es läuft auch auf Linux.
Ihr könnt alle euer Wissen behalten über C#, aber ihr müsst wissen, dass C# und alle Sprachen für .NET nur noch für .NET Core weiterentwickelt werden. Und also wir sind jetzt auch gezwungen, unsere neuen Projekte nach und nach auf .NET Core zu portieren. Aber noch will .NET, das Klassische, nicht mehr weiterentwickelt wird. Genau, und plattformunabhängig heißt natürlich immer weniger Features. Get AD-User in einer Linux-Umgebung ist schwierig. Noch der Marketing-Slide, wie Microsoft sich das vorstellt, das ist dann ab .NET 5 im Winter. Wir haben hier alle diese Technologien, die dann quasi auf diesem neuen Framework aufbauen. Ja, AI, IoT, wie könnte man einen Marketing-Slide ohne IoT und AI machen? So, nun scheint es, denke ich, relativ klar, dass nun langsam die letzte Version von PowerShell angebrochen ist, vom klassischen PowerShell, weil damit ja PowerShell überhaupt noch weiterentwickelt und supported werden kann, muss es genau wie alle anderen Sprachen auch auf .NET Core migrieren, zügeln, ob wir wollen oder nicht. Die Alternative ist, PowerShell wird sterben gelassen für das alte .NET Framework. Das möchten wir nicht. Zum Abschied gab es aber noch 2 neue Commandlets, getTimezone, setTimezone. Und es gab eigentlich 2 Varianten, eine bereits für Linux, das war die Core-Variante. Es war nicht für Linux, man konnte es nur auf Windows installieren, aber gegen .NET Core. Und es gab noch das klassische, das .NET, das wir eigentlich jetzt alle verwenden, für den Windows Desktop. So. Microsoft hat uns also vor die Wahl gestellt, sie haben gesagt, oh, ihr könnt die rote Pille nehmen, dann bleibt ihr in eurem schönen, in eurer heilen Welt. Ihr müsst nichts migrieren, ihr müsst nichts mehr Neues lernen, ihr könnt einfach euer Dasein fristen. Oder ihr nehmt die blaue Pille und kommt mit in den Kaninchenbau. Nun, wir haben keine Wahl. Die Wahrheit ist ja, PowerShell ist die Zukunft. Und damit man quasi einen Schnitt hat zwischen dem alten PowerShell und dem neuen PowerShell, hat man PowerShell 6, PowerShell Core 6 genannt, damit da quasi der Unterschied ersichtlich ist. Das bringt uns auch schon zum Neuen Testament. Das Neue Testament beginnt mit PowerShell Core 6. Dann heißt es wieder PowerShell 7, weil ab jetzt ist ja klar, ab jetzt wird nur noch PowerShell für .NET Core entwickelt. Übrigens, .NET Core wird ab der nächsten Version auch nicht mehr .NET Core heißen, sondern .NET 5. Auch aufpassen. Dann haben wir PowerShell 7.1 gekriegt. Haben wir noch nicht, das ist noch im Preview. Und die Zukunft. Schauen wir uns PowerShell Core 6.0 an. Das war die erste Version. Hatte nur einen Bruchteil an Commandlets. Ich glaube, wir sind gedroppt von irgendwie knapp 2000 Commandlets auf wieder 200 runter. War inkompatibel mit klassischen Modulen. Es gab zwar ein Kompatibilitätsmodul für gewisse Dinge, aber viele Dinge waren nicht kompatibel. Und man muss aber auch sagen, dass aller Neuanfang auch schwer ist für Microsoft, weil auch zu dieser Zeit das .NET Core Framework selbst noch nicht so ausgereift war, um dann viel mehr zu bieten. Und Microsoft hat das auch niemandem aufgeschwatzt, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Aber irgendwo muss man ja mal beginnen. Nun, für mich oder für euch als Sys-Admins war das trotzdem nicht wirklich interessant, denn ich verwalte eigentlich keine Linux und wenn, dann würde ich das wahrscheinlich immer noch mit Bash machen. Und für Windows-Umgebungen sowieso nicht, weil was soll ich jetzt nur noch 10% meiner Commandlets haben? Das macht ja keinen Sinn. Jetzt ab PowerShell 7 wird es endlich wieder interessanter. PowerShell 7 hat extrem viel dafür getan, um quasi wieder ein bisschen Parität mit dem klassischen Windows PowerShell zu haben. Und diverse Commandlets sind zurückgekehrt, zum Beispiel der Out-Grid-View. Ich weiß, dass André den Commandlet sehr mag und er hätte nie eine PowerShell-Version ohne dieses Commandlet angefasst. Stimmt das, André? Absolut. Genau. Wir hatten auch diverse Features nicht im 6.0 Core wie Outprinter, Dutzende Sachen. Aber das muss man sich gar nicht antun. Nun, wir hatten neue Sprachfeatures. Das ist jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass PowerShell selbst in der Sprache neue Features kriegt. Man nenne hier mal die parallele Pipeline, das zeige ich gleich, und diese Null Coalescing Operators, natürlich ganz fancy.
Remoting ist jetzt auch via SSH, nicht mehr über WinRM oder was auch immer. Und für uns wird es jetzt langsam wieder interessant. Und ob ihr euch jetzt freuen sollt oder immer noch vorsichtig, das entscheidet bitte nach dieser kurzen Demo. Ich gehe wieder auf meine Demo. Wunderbar. Wir machen hier schon mal einen Jump. Ich schließe hier mal alles, close all, du gehst auch zu. So. Das erste, was ich eigentlich demonstrieren möchte, ist, kann ich jetzt mein PowerShell 2 Skript, das Ding hier, das hier noch ein Import Module Active Directory macht und einfach so Dinge macht, die wir früher gemacht haben, kann ich die auf PowerShell 7 ausführen. Nun, wenn ich PowerShell 7 installiert habe, und wie macht man das? Einfach auf die GitHub-Seite von dem PowerShell-Team, dann unter Releases, dann das ZIP oder das MSI herunterladen und installieren, easy peasy. Wenn ihr Visual Studio Code habt, dann könnt ihr hier unten die PowerShell-Version auswählen und da fragt mich jetzt, möchtest du nach PowerShell x64 wechseln? Dann sage ich ja, das möchte ich gerne und dann sollte hier ein 7 kommen. Das ist im Moment natürlich super verwirrend, weil auch das alte PowerShell heißt hier irgendwie noch PowerShell. Wenn ich hier nochmal drauf gehe, dann ist der Unterschied einfach Windows PowerShell und das heißt es nur noch PowerShell. So, ich führe das aus. Funktioniert das? Scheinbar schon. Kann ich meine User wählen? Kann ich meinen Admin noch suchen? Hey, hat funktioniert. Wieso hat das funktioniert? Sind denn alle meine Module kompatibel? Und die Antwort ist nein. Es gibt gewisse Module, die zeige ich hier kurz. Es gibt eine Compatibility List. Und hier sehe ich quasi, welche Module alle schon komplett portiert wurden. Das war mein Active Directory. Das kann ich jetzt also nativ nur mit PowerShell 7 ausführen. Das funktioniert. Dann haben wir hier etwas wie das ADDS Deployment. Das sagen die Works with Compatibility Layer. Das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es noch Dinge, die einfach nicht supported sind im Moment. Die kann ich gar nicht laden. Und dann gibt es Dinge, die sie sagen, jo, wir haben es einfach noch nicht getestet. Mach doch hier das mal für uns. Ich wähle mir hier jetzt zum Beispiel mal einen aus, den DFSR. Übrigens, der neue Task, nehmen wir PowerShell.exe, wenn ich PowerShell aufrufen möchte, sondern als PWSH. Das ist genial, weil das heißt, ich kann PowerShell das alte und das neue Side-by-Side installieren. Das sind eigene Installationspfade und eigene Exen. Okay, ich bin hier drin. Wunderbar. Und ich importiere jetzt mal Module, das iSCSI. ISCI. Und wenn ich hier mal kurz drauf gehe und das iSCSI-Modul suche, sehe ich hier auch Untested with Compatibility Layer. Okay, was heißt das für mich? Jetzt kommt hier eine Warnung und die heißt, hey, das Modul iSCSI ist in einer Kompatibilitätssession für dich geladen worden, weil es noch nicht nativ für PowerShell 7 funktioniert. Jetzt, was macht PowerShell? Es macht einfach eine Remote-Verbindung auf sich selbst auf PowerShell 5.1. Das heißt, alles, was ich jetzt hier drin mache, ist über eine Session zu mir selbst. Und das hat gewisse Implikationen. Ich sehe hier zum Beispiel meine PS Sessions, sehe ich, dass ich hier eine Session habe auf meinen Localhost. Wer sich mit Sessions auskennt, weiß, es funktioniert nicht alles gleich innerhalb von Sessions wie aber auf dem Localhost selber. Und das habe ich jetzt hier auch das Problem. Aber ich kann hier mit dieser Möglichkeit quasi die alten Module doch laden. Er macht dann halt einfach seinen Compatibility-Dingsbums. Und es heißt nicht, dass nachher alles wieder so funktioniert, wie es ist, weil wir haben diese Remoting-Implikation. Gut, jetzt möchte ich euch aber ein paar coole neue Features zeigen von PowerShell 7, allem voran die parallele Ausführung. Ich habe hier ein Array mit 1, 2, 3, 4, 5 Hosts. Mit diesen Hosts mache ich for each Object, gehe ich einfach durch und ich mache hier einen Test Connection. Test Connection könnt ihr euch vorstellen, das ist wie ein Ping
Und dann prüfe ich, ob der Pin erfolgreich war oder nicht. Und dann schreibe ich diesen Status hin, ob er up oder down ist. Und wir messen noch die Ausführungszeit hier mit einer Stopwatch. Wieso nehme ich nicht Measure Command? Ich persönlich mag Measure Command nicht so, weil ich es quasi nachher in einem Skriptblock drin habe. Und ich habe hier schon einen Skriptblock, dann wird es so verschachtelt. Aber man könnte auch Measure Command nehmen. Und wir sehen hier noch eine ganze Reihe an anderen neuen Features. Zum Beispiel habe ich hier diese Null-Indexing-Hilfe. Das grundsätzliche Problem ist doch, wenn ich hier einen Namen habe, Name gleich Test, okay, dann kann ich Dinge wie Name Substring problemlos darauf aufrufen und sage, gib mir alles ab dem 3. Zeichen oder ab dem 2. Zeichen. Wunderbar. Das Problem ist häufig, dass manchmal Name halt einfach null ist. Und wenn ich jetzt das gleiche wieder mache, kriege ich eine Exception. Oh Schreck. Nun, was ich mache heute traditionell ist, mache if, Name gleich 0, dann mache das und wenn es nicht null ist, dann mache ich irgendwas anderes. Heutzutage, und das ist noch ein experimentelles Feature, kann ich das aber auch so schreiben. Name hier mit diesen $ geschweiften Klammern, Fragezeichen, Punkt, Substring, 2. Dann passiert nichts. Ich kriege einfach null zurück. Und das kann ich beliebig tief schachteln, ohne dass ich ein Null Point Exception kriege. Wie auch hier. Hier sage ich, okay, Result könnte ja 0 sein. Status, auch der könnte 0 sein. Und ich kann sogar 0 in 0 Elemente indexieren. Also ich mache hier ein Fragezeichen und eine Indexierung. Und die werden auch keine Fehler zurückgeben. Ihr kennt das, wenn es null wäre, sagt ihr, ich kann doch nicht irgendwas indexieren bei null, das geht nicht. Hier mittlerweile schon. Echt ein cooles Feature. So, ich führe das aus. Wir machen 3 Pings, weil die Zeit rennt und messen das mal. Er checkt www.iTrend und sagt, okay, ist up. Auch Google ist up. Auch Microsoft ist up. Und das Ganze hat 8 Sekunden gedauert. Nun, wieso macht er zuerst iTrend, dann Google, dann Microsoft? Er könnte doch alles gleichzeitig machen. Meine CPU ist langweilig, ich habe ja 8 Cores, davon arbeitet einer vielleicht 3%, gebt denen doch was zu tun. Das kann ich jetzt machen. Ich mache hier Strich Parallel. Das ist schon die ganze Magic. Und er sieht und viel schneller. Es ist jetzt nicht mehr in der gleichen Reihenfolge gekommen, das kann ich auch nicht erwarten, aber ich habe alle geprüft und es hat genau 2 Sekunden gedauert, also 4x schneller. Okay, eine andere kleine Neuerung, die ich zeigen möchte, ist zum Beispiel, wo habe ich das? Das ist im 7.0. Wir haben im 7.0 hier einen README-Text. Ich lese den mal kurz aus mit getContent, README-Text und einen Select-String. Und ich suche hier mal zum Beispiel nach allen O's. Und ich kriege hier Highlighting, wo diese O's überall vorkommen. Ich weiß, das haut jetzt niemand vom Hocker, aber es soll trotzdem eine größere Anstrengung zeigen, dass auch auf der Kommandozeile sich vieles ändern wird und sich vieles bessern wird. Bei Linux zum Beispiel, ich habe es gerade gestern nochmal getestet, auf meinem Ubuntu habe ich vollständige Autovervollständigung von PowerShell-Commands in meinem Terminal. Absolut genial. Und auch das funktioniert da. Okay. Dann haben wir noch etwas Cooles. Wir haben die Chain Operators. Wir können, blöder gesagt, können wir sagen, wenn ich hier ein cmdelete 1 habe und das erfolgreich durchgeführt wird, kann ich sagen, okay, dann mach noch das cmdelete 2 und wenn das auch erfolgreich war, dann mach das cmdelete 3 oder mach das cmdelete Error zum Beispiel. Und das ist Chaining das ist der Chain Operator. Ich kann ja quasi sagen, okay, ich kann ja immer weitergehen und sagen, wenn es erfolgreich war, wenn es erfolgreich war, wenn es erfolgreich war. Das
hilft mir dabei zum Beispiel einfach Dinge, die sonst mehrere Zeilen Code benötigt hätten, weil ich müsste, if der fehlgeschlagen ist, dann mache jetzt das und sonst mache jetzt das. Das kann ich mit diesen Chain Operators machen. Hier habe ich ein Demo mit Test Connection. Hier habe ich zum Beispiel einen korrupten Pfad. Das wird jetzt nicht funktionieren. Und wenn es erfolgreich war mit dem Plus, dann möchte ich schreiben Connection succeeded. Ansonsten Connection failed. Zap, zap, Connection failed. Ich gebe hier wieder rein. Und das dauert jetzt wahrscheinlich 1, 2. Connection succeeded. Hurra! Hurra, hurra. Also, nochmal kurz. Mein altes Skript konnte ich ohne Probleme ausführen, weil eben jetzt per Zufall mein Modul jetzt schon nativ quasi zur Verfügung steht. Falls nicht, könnte ich es mit diesem Compatibility Mode versuchen und dann habe ich einfach so Remote Session gedingselt. So, gehen wir wieder zurück. Das war jetzt kurz PowerShell 7. Oh, was ich auch nicht gezeigt habe, war PowerShell Get. Dafür reicht die Zeit nicht und SSH habe ich auch nicht gezeigt. Es gibt einen Command Enable SSH Remoting und der richtet euch das meiste bereits ein, damit Remoting funktioniert unter SSH. Der ist ziemlich praktisch. Okay, die Zukunft habt ihr gesehen. Es sieht noch aus wie früher. Es ist nur an gewissen Stellen ein bisschen fancier und neue Sprachfeatures. Aber neue Commandlets können wir nicht erwarten. Noch kurz, was uns wirklich noch fehlt. Also im 5.1 hatten wir noch 1586 Commandlets. Im Windows 7 haben wir, PowerShell 7 haben wir 1500, also nicht mehr so viele, die fehlen, ja. Aber auf Linux, macOS habe ich 270. Ich hab so Linux ein bisschen rumgespielt, auch Dinge, ist ja klar, Get Service wird es auf Linux auch nie geben. Get AD User, vermutlich auch nie. Welche aber noch auch sogar unter Windows gänzlich fehlen, das ist auch keine vollständige Liste, nur ein paar, die ich gefunden habe. Get Zim Instance, vieles mit WMI-Handling, funktioniert nicht. Add Computer in eine Domäne aufnehmen, funktioniert auch nicht, gibt es noch nicht. Transaction gibt es nicht. Snap-ins wird es nie mehr geben, PowerShell Snap-ins, das möchte Microsoft spülen. Und Workflows werden wahrscheinlich auch nie mehr kommen, weil sie eben auf dieser Workflow Foundation basieren. Und ich jetzt auch diese parallelen Sprachfeatures gekriegt habe. Das heißt quasi, ich kann diese Dinge jetzt auch schon, ich kann meine Workflows in Zukunft wahrscheinlich auch so abbilden mit diesen parallelen Sprachfeatures. Timmy, kurz noch eine Änderung von wegen Snap-ins. Snap-ins sind ja die Vorgänger von Modulen sozusagen. Und die ganzen Exchange-CMDLETs sind Snap-in. Das heißt, die ganzen Exchange-CMDLETs sind nicht mehr verfügbar und werden nicht mehr verfügbar sein ab PowerShell 7, außer sie werden neu programmiert, das Modul in Zukunft. Genau. Ich denke, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum jetzt auf dieser Liste Exchange gar nicht war, weil das im Moment noch ein Snap-in ist. Genau. Ja, absolut. Nun, PowerShell 7.1 kommt bald. Mit noch verbesserter Kompatibilität. PowerShell Get 3.0, lass mich einfach noch schnell sagen, was PowerShell Get ist. PowerShell Get ist genial. Ich habe gestern zum Beispiel, wollte ich mal schauen, ob ich Microsoft Teams etwas machen kann. Das haben vielleicht jetzt viele von euch. Mit PowerShell Get ging ich hin und sage, find Module und dann Teams. Und dann geht er nicht bei mir lokal, sondern schaut in der PowerShell Gallery, die ist online, die ist, glaube ich, sogar von Microsoft gepflegt, aber dort hat es tausende von Modulen. Und er hat nachgeschaut, ob es dort ein Modul hat, das mit Microsoft Teams arbeitet. Nun, ich habe auch andere gekriegt, die mit Teams hießen, aber ich konnte dann sehen, dass es ein Microsoft Teams Modul gibt, online, habe dann Install Module aufgerufen, sage Microsoft Teams, zack, das ging nicht mal 2 Minuten, ich hatte mein Modul installiert, war geladen und ich hatte etwa 20 Befehle, um alles Mögliche mit Microsoft Teams zu machen. PowerShell Get, das werdet ihr definitiv noch hören, das wird euch definitiv gefallen. Wir hatten es in der .NET hieß das früher, oder heißt immer noch Nugget.
Webentwickler benutzen meistens NPM, Node Package Manager, es gibt noch andere Leute, die mit Linux oder vielleicht auch gibt es noch Mac, den apt-get, wo ich quasi Software installiere über apt, apt, install und was auch nicht. Das wird in PowerShell dann so quasi auch möglich sein für Module. Wir kriegen noch andere Dinge. Etwas, was ich mega mich freue, sind PowerShell Jupyter Kernels. Das heißt, ich werde interaktive PowerShell Workbooks kriegen. PowerShell ist ja jetzt schon einigermaßen interaktiv, aber die sind noch interaktiver. Ich kann meine Workbooks in quasi Zellen einteilen, diese Zellen dann separat ausführen. Dazwischen kann ich Dokumentationen machen in schönem Markdown, also das sieht dann wirklich fancy aus. Ich kann schön formatieren und dann quasi mein PowerShell Workbook. Das ist vielleicht nicht für ein Skript in der Produktion nützlich, aber wenn ihr zum Beispiel etwas lernt oder etwas erforschen möchtet, sind diese Notebooks extrem hilfreich. Und das Ziel, Minimal PowerShell. PowerShell soll in Zukunft mit so wenig Abhängigkeiten wie möglich geladen werden. Ich meine, das klassische PowerShell lädt da irgendwie 20 .NET DLLs und noch dies und noch ein paar Standardmodule und vielleicht noch ein paar Snap-ins. Man will diesen Footprint wirklich klein halten, damit auch die Startup und so weiter viel schneller ist. Wie wichtig die Startup-Performance von PowerShell selbst ist für ein PowerShell-Skript, das sei mal dahingestellt. Die Preview könnt ihr schon herunterladen, 7.1, geht auch auf Linux, funktioniert auch auf macOS. Linux, Ubuntu, nur die Long-Term-Support, Ubuntu 20 funktioniert noch nicht. So, was bringt die Zukunft? PowerShell in der Zukunft. Nun, ich denke, das eine ist, was ich sagen kann, ihr könnt die Entwicklung live auf GitHub mitverfolgen. Ich habe ja vorhin mal erwähnt, dass PowerShell das Neue, im Moment muss man es noch ein bisschen erwähnen, dass PowerShell das Neue auf GitHub Open Source ist. Ihr könnt jeden einzelnen Commit mitverfolgen. Ich weiß nicht, ob das PowerShell-Team das auch macht, aber das C#-Team hat eine Weile lang alle ihre Besprechungsnotizen auch auf GitHub heraufgeladen. Da können wir die ganze Besprechung sehen, die diese Jungs da haben, um was sie sich unterhalten, wo vielleicht die Zukunft hingeht. Und ganz grundsätzlich denke ich, es geht bei PowerShell einfach darum, das Ökosystem wieder neu aufzubauen. Das hängt auch damit ab, wie sich jetzt quasi PowerShell Core verbreitet. Wenn wir uns quasi denken, ja, PowerShell Core, früher dachten wir ja, okay, die neue Windows-Version wird so etwas Neues bringen. Nun hat Microsoft ja eigentlich so ein bisschen kommuniziert, dass Windows 10 die letzte Version ist. Das heißt, diese Dinge müssten ja mal irgendwann mit einem Update kommen, wenn sie wirklich breit ausgerollt sein sollen. Wir werden definitiv noch viel von PowerShell Get hören. DSC, auch große Anstrengungen im Moment, das auch für Linux anzubieten. AI und Machine Learning, wie könnte ich um PowerShell und die Zukunft reden ohne AI und Machine Learning? Und auch ein Teil, der sehr populär wurde, schon früher, ist Penetration Testing und Security in PowerShell. Schaut doch mal PowerSploit, ich glaube, es heißt jetzt wieder ein bisschen anders, hat rebrandet. Das ist ein riesiges Arsenal an Sicherheitscommandlets, wo ihr hacken könnt, Penetration Testing und so weiter. Nun, was heißt das jetzt eigentlich blöd gesagt für euch? Ich denke, der Schritt vom PowerShell auf Core war unumgänglich, sonst wäre PowerShell hätte ein Nischendasein gefristet. Und die Verbreitung hängt, wie gesagt, wirklich von der Verbreitung von Core, also danach heißt es ja .NET 5. Kann man durchaus vorstellen, dass das mit einem Windows-Update daherkommt und quasi mit PowerShell 7.1. Und je mehr Kompatibilität erreicht wird, desto eher werdet auch ihr bereit sein, eure Skripts einmal zu portieren. Und ganz grundsätzlich, PowerShell ist here to stay. Das Schöne ist, PowerShell ist ja jetzt auch 14 Jahre alt, C# ist fast 20 Jahre alt und es ist immer noch modern. C# ist eine der modernsten Programmiersprachen, behaupte ich jetzt mal, die es gibt, und sie ist schon 20 Jahre alt. PowerShell ist auch schon 14 Jahre alt und früher hat fast kein Produkt von Microsoft irgendwie 14 Jahre überlebt. Aber es sieht so aus, als würde es uns noch die nächsten 14 Jahre erhalten bleiben als Standardsprache für Windows-Automatisierung. Das heißt, auch wenn ihr quasi jetzt PowerShell Core lernt, werdet ihr alles auch lernen für das klassische PowerShell. Wer klassisches PowerShell kann, wird keine Mühe haben, auf PowerShell Core
zu portieren. Es hat sich ja nichts geändert, nur ein paar Sprachfeatures sind neu, die müsst ihr nicht benutzen und ihr verliert dabei kein Wissen. Ihr habt nur weniger Möglichkeiten und wie gesagt, ich habe es ja gezeigt, im Visual Studio könnt ihr so schnell testen, ob es funktioniert oder nicht, indem ihr da einfach unten die verschiedenen Versionen durchspielt. So, ich bin perfekt in der Zeit. 1, 2 Demos habe ich ausgelassen, aber das hat jetzt super gepasst. Vielen herzlichen Dank für das Kommen. Ich hoffe, ich habe euch eine Reise gegeben. Jemand schreibt hier, Get Simonson funktioniert bei mir, aber mit PS702. Okay, alles klar. In dem Fall. Schauen wir mal schnell. Get Wäre ja schon nützlich, wenn das funktionieren würde. Aber wahrscheinlich vielleicht mit 7.0.0 nicht, aber dann nachher einen Patch dazugekommen oder so. Ja, ich habe aber, glaube auch. Ja, tatsächlich. Ja. Man sollte, was gibt es da? BIOS. BIOS. Mhm. Ja, wunderbar. Get Command. Get, ja, tatsächlich. Dann, das ist vielleicht das Get WMI Object, das es nicht mehr gibt. Genau, das ja, gibt das war's, ja. Das ist schon veraltet gewesen vorher, das hat auch keine Pipeline-Inputs zugelassen. Ja, dann ist das WMI-Object weg. Lass mich das. Haben wir Get Simonstons, habe ich den Fall aufgelistet. Tatsächlich ja. Get Simonstons. Okay, vielen Dank für das Erwähnen. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Gibt es sonst noch Fragen, dann bitte in den Chat. Schreibt da gerne noch zur Verfügung. Wenn ihr noch etwas sehen wollt, wer noch ein paar Minuten bleiben will, kann das auch reinschreiben, dann kann ich vielleicht noch etwas zeigen. Da tippt jemand. Mhm. Gleich mehrere. Merci. Super, danke, das höre ich natürlich sehr gerne. Perfekt. Hey, vielen Dank. Dankeschön. Also. Und ja, kommt sehr gerne wieder. Wir machen das auch immer gerne wieder. Ja. Wir machen es vor allem gerne, wenn man dann auch kommt. Wir hatten heute auch wieder ungefähr 50% derjenigen, die sich angemeldet haben. Also bitte sagt es weiter, sagt den anderen Leuten dann aber auch, wenn sie sich anmelden, bitte kommen, weil das ist ja ein bisschen Publikum muss man haben, um das auch zu rechtfertigen, um das Ganze vorzubereiten. Das kostet viel Zeit und somit auch Geld und auch Enthusiasmus. Wir machen es gerne, es macht uns Freude. Aber eben es wäre dann auch schön, wenn die Leute dann da wären, uns dann einfach mal ein Feedback geben könnten. Kann auch Kritik sein, kein Problem. Also schreibt uns doch bitte auch, was ihr davon haltet, auf info@itrain.ch. Nochmals kurz, in einem Monat, Geekmania Thursday im Juli, wäre das Thema File-Server-Migration und Nodes from the Field. Das werde ich bestreiten mit euch, die dabei sind. Da geht es wirklich um unsere Erfahrungen in File-Server-Migrationsprojekten, wo wir verschiedenste Ansätze ausprobiert haben. Wir haben den neuen Storage Migration Service verwendet an mehreren Projekten. Wir haben teilweise auch mit Robocopy oder anderen Scripts gearbeitet oder ganz abenteuerliche Wege gemacht und oder eingeschlagen. Wir erzählen euch sehr gerne über diese Sachen. Dann im August Geekmania Thursday ist ein Off-Topic-Thema, das Home Automation. Da geht es um die kleinen Gimmicks, die man im Haus einbauen kann, um ein bisschen fancy Stuff zu erreichen oder auch wirklich gute Dinge. Also wenn bei uns zum Beispiel im Keller die Waschmaschine, der Pumpenschacht, das Wasser zu hoch kommt, dann habe ich eine spezielle Version von Smoke Underwater aufgenommen. Das heißt einfach Basement Underwater. Ist aber auch schön rockig eingesungen, das kommt dann auf der Sonos-Boxen von der Lautstärke. Dann wissen wir, okay, etwas nicht gut. Und somit auch ein spannendes Thema, auch wenn es nicht so viel mit Windows zu tun hat. Und dann zum letzten, dann im September noch wieder ein bisschen PowerShell mit Timmy, wo es dann eben um Visual Studio Code geht. Heute war es wirklich nur ein Sneak Peek. Und dann wird er euch genau erzählen, wie ihr die beste Transition machen könnt zu Visual Studio Code. Neue Kurse haben wir auch ausgeschrieben auf www.itrain.ch, also geht auch da mal schauen. Wir haben einen neuen MCSA-Kurs, der im September startet, plus auch ein paar MTA-Kurse von Microsoft, die da aufgenommen worden sind. Wir haben einen weiteren PowerShell-Grundlagenkurs, 2 Tage ausgeschrieben. Geht auch da mal ein bisschen schnuppern und schmökern.
Ich sehe, da kamen noch ein paar Meldungen rein, von wegen, wissen Sie, die Code freut man sich schon. Linux-Kurs wäre doch auch mal was, Jagoda, das stimmt. Mal schauen, ich meine, Microsoft mag jetzt Linux. Ja, aber sonst denke ich, waren da keine Fragen mehr dabei. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut, genießt das Vielen tolle Dank Wetter. fürs Kommen. Ich gehe jetzt in den Pool. Wird es mal einen Online-Kurs geben? Hier noch die Frage. Wird es den geben für PowerShell? Ach ja, sehr gute Frage, Nicolino. Wir werden das machen. Es war heute leider zeitlich nicht mehr möglich, das in diesen heutigen Newsletter reinzupacken. Es war aber auf meiner To-Do-Liste und dieser Kurs wird kommen als Online-Version mit wahrscheinlich 2 Stunden, so auch so um Ende Arbeitszeit drum waren die meisten Leute, die das eigentlich geliked haben, so um vielleicht 4, 5 Uhr, dass man also 2 Stunden das machen würde, wöchentlich und dann wahrscheinlich so ungefähr über 8 Wochen hinweg, dass man das Ganze mal so machen könnte. Sind wir aber noch dran am Finalisieren und werden die Informationen dann entsprechend noch publizieren. Danke für die Frage. Super, Gut. Perfekt. Jetzt aber. Macht's gut. Ich lasse das letzte Wort an Tini. Ja, Tschüss. see ya. Ciao zusammen.